Hadi gel benim kızım, hadi gel. Gel. Oy. Oy nasıl şımarıyor, nasıl şımarıyor. Tofi. Gel hadi benim kızım, hadi gel. Acıktın mı sen? Tofi. Upsala. Das ist zu viel. Okay. Nee, genug. Ramadan-Tag 19 neigt sich dem Ende und wir machen jetzt wieder ein Mystery Box Unboxing. Hikmet meint ja schon beim letzten Mal, da kommt ein Teil 2. Jetzt kann ich mir schon denken, was das ist. Hallo Herr Themis, ich habe Ihnen als Ersatz, ach, ist es die gleiche Person, ja? Ist nicht die gleiche Person? Als Ersatz mir 2 Schüsseln, die ich nicht gefunden habe. Ein Servierteller, eine Teetasse, ein Milchkännchen dazu gepackt. Es sind aber 10 Unterteller, hier die Suppentassen. Ich hoffe, das ist so okay.
für Sie. Viele Grüße. Er hat noch extra Sachen noch reingepackt. Ja, ist schön. Ich muss mich kurz hinsetzen, ich bin erschöpft, Hofo. Erstmal, gestern war Sonntag, gestern war Tag 18, habe ich nichts gefilmt. Ich habe komplett Ruhetag gemacht. Ich habe mich komplett erholt. Ich habe ein bisschen gelesen, gechillt, nichts viel gemacht. Die Kids haben ein Abendessen vorbereitet. Es gab wieder ein bisschen Pizza dazu und so. Also es war so ein bisschen chilliger Tag. Heute habt ihr ja gesehen, Gartenarbeit hat Hikmet gemacht. Der ist jetzt die ganze Zeit wieder viel im Garten. Und dann gab es eine Kürbissuppe aus dem Thermomix, Rohkostsalat und Nudeln in Champignon-Sahnesoße mit bisschen Blattspinat, Babyblattspinat. War lecker, ein bisschen Nudeln ist noch übrig geblieben. Ich schaue mal, ob ich euch morgen auch noch mal mitnehme und das zusammen dann mache. Ich denke schon. Ich wollte es jetzt schnell auspacken, weil ich wollte jetzt noch schnell schwimmen gehen. Hier auch nochmal liebe Grüße an die, ich glaube, es war Anushka, ne? Ich habe mir das so gemerkt, weil sie so einen außergewöhnlichen Namen hat. Ich habe heute so geschmunzelt über deine Nachricht, liebe Anushka. Das war so süß. So, ja, du musst dich bewegen, geh an die frische Luft, ein bisschen laufen, auch wenn es Schneckentempo ist und so weiter. Es war so süß, ich müsste so lächeln. Ich bin direkt danach rausgegangen, als ich deine Nachricht gelesen habe. Ich habe gesagt, gut, ich mache 1, 2 Runden im Garten wenigstens. Also ja, es ist nochmal ein Unterschied. Ich bin halt viel auf den Beinen, aber es ist natürlich nochmal anders. Ich meine, ich laufe schon ja viel durch die Wohnung. Wenn ich jetzt so meine Schritte trecken würde, sind es ja trotzdem viele Schritte. Aber es ist ja trotzdem wie eben so gleichmäßig spazieren gehen nochmal was anderes. Ja, es sind halt andere Bewegungen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall dachte ich, ich flitze jetzt noch schnell zum Schwimmen, weil das ist ja auch noch mal gut in der Schwangerschaft. Also deswegen, jetzt packen wir mal schnell aus. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe schon gesagt, ich habe da vorhin noch meinen Schrank ein bisschen aufgeräumt. Eigentlich habe ich gar kein... Aber ich habe schon gehört, dass kaputt ist. Ne? Ich wollte dir sagen, ich habe so gemacht, den Karton. Doch, ich sehe es doch schon. So schade. Oh, die ganze Ecke, die ganze Dings ist hier kaputt. Ach Mann. Ja, die müssen, guck mal, da steht zerbrechlich, die müssen so ein rotes Band aufkleben. Die Postboten, die achten nicht, die machen alles kaputt. Und schade, dabei ist es auch noch das blaue Villeroy-Burgbogenland. Oh, es ist so schade. Leider ist das hier auch alles so umgekippt. Alle Tassen sind hier kaputt. Da unten ist alles kaputt. So, das ist schon mal eine Tasse, die ist nicht kaputt. Ah, guck mal, das kenne ich gar nicht. Das ist nicht Burgenland. Ich zeige euch mal von nahen. Das sieht so aus. Auch sehr schön, guck mal, kenne ich gar nicht. Ja, normalerweise Kaffeetassen brauche ich gar nicht. Oh nein, sogar das Milchkännchen, der Henkel ist kaputt. Och Mann, dabei liebe ich ja solche Milchkännchen. Keine einzige ist hier heile. Ja, das ist leider, man muss das wirklich mit Styropor einpacken und man muss ganz fett Sticker drauf machen. Alles leider kaputt. Also ein Servierteller ist da unten noch gewesen, ein großer. Und das waren alles diese, ja, auch solche Suppenschalen eben mit Griffe. Leider, leider, schade, auch das Milchkännchen. Ramadan Tag 20, meine Lieben, ich sag's euch, die Zeit rennt so schnell. Man denkt immer so, oh, ein ganzer Monat, ganzer Fastenmonat, aber das geht jedes Mal so schnell. Ich habe ja dieses Jahr nicht mitgefastet, aber trotzdem. Gestern habt ihr ja mitbekommen, ich bin noch schwimmen gegangen. Oh mein Gott, das hat so gut getan. Ich war ja so lange nicht mehr beim Sport. Ja, weil das letzte Mal war ich ja so lange noch krank gewesen und so weiter. Und dann bin ich einfach gar nicht mehr dazu gekommen. Und es ist so, oh mein Gott, ich werde jetzt wirklich 2, 3 Mal die Woche zum Schwimmen gehen. Einfach, weil du vergisst, dass du schwanger bist im Wasser. Du bist auf einmal, ich gehe so ins Wasser und ich nur so auf einmal, oh, der Rücken tut nicht weh. Oh, ich bin ja so federleicht. Und dann bin ich im Wasser geschwommen und rumgehüpft und so weiter. Ey, das tut richtig gut. Also es hat richtig gut getan. Und jemand von euch hat auch geschrieben, dass auch angeblich gut ist bei den Wassereinlagerungen. Also ich muss sagen, ich habe mich danach richtig gut gefühlt. War auch nicht irgendwie so erschöpft oder so, obwohl ich da wirklich gute 40, 45 Minuten im Wasser war. Wie gesagt, ein bisschen rumgeschwommen, ein bisschen so, ne, so gejoggt so mäßig. Das muss ich definitiv regelmäßig machen. Das hat richtig gut getan. Genau, ihr habt gesehen, ich habe Teig angesetzt. Ich mache heute wieder Fladenbrot. Ich habe jetzt den Teig ein bisschen mehr gemacht, sodass ich so 2 Fladenbrote mache. Weil ich mache heute nur einen Topf. Ja, dadurch, dass der schon relativ flüssig ist, der Eintopf, mache ich auch vorher keine Suppe.
Ich mache so einen weiße Bohneneintopf, den mache ich normalerweise so ganz schlicht, habt ihr bestimmt öfter schon gesehen. Einfach nur weiße Bohnen, das nennt sich auf Türkisch Kuru-Fasulye, ist Leibgericht der Türken. Also mein Mann muss das mindestens einmal die Woche muss ich das machen. Und es ist auch super gesund, also Bohnen, das ist ja auch eine super Proteinquelle und so weiter. Bohnen sind echt ein super Food. Sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Habe die schon eingeweicht und diesmal mache ich die ein bisschen anders. Dadurch, dass wir jetzt die letzten 2 Tage vegetarisch gegessen hatten, weil jetzt kein Fleisch, mache ich ein bisschen Fleisch mit rein und so. Ich mache das so ein bisschen anders. Normalerweise koche ich das und heute dachte ich, ich mache das auch im Gusseisentopf im Backofen rein. Kann das nochmal so ein bisschen anders schmoren mit dem Fleisch und ich mache noch ein bisschen grüne Spitzpaprika, die türkische, noch mit rein. Also so ein bisschen mal anders. Ne? Man will ja ein bisschen variieren. Dann machen wir dazu klassisch Cacık. Cacık ist auch so ein türkischer Gurkensalat. Der ist halt so ein bisschen anders als der, was ich so typisch mache. Ich habe ja so meinen Mix aus polnischen Gurkensalat und diesen Cacık eben, was ich sonst immer mache. Diesmal mache ich eher den klassischen Cacık dazu. Ja, und dann die Fladenbrote und das reicht. Ich merke so, alle essen immer weniger. Du denkst so am Anfang so, ja, man isst so voll viel und so, weil man den ganzen Tag nicht gegessen hat. Aber man merkt, wie die Mägen schrumpfen nach einer Zeit, weil, ja, man merkt, es bleibt immer mehr Essen übrig und ich muss immer die Portionen noch mal verkleinern die ganze Zeit. Ah ja, genau, Nachtisch wollte ich noch machen. Ich dachte, ich mache diesen Japanese Cheesecake so ein bisschen in größer. Ich mache mir das selber die ganze Zeit, weil das ist voll lecker. Ich liebe ja Lotuskekse und so weiter, diese Karamellkekse. Und dann gibt es ja diesen Trend, der ist auch so auf Instagram und so TikTok viral gegangen, wo man die Kekse einfach in griechischen Joghurt, also halt griechischen, in den fettigen, halt 10% fettigen Joghurt so reintut und dann so ein paar Stunden aufweichen lässt. Und dann hat man eben ein richtig ja, schnelles Dessert, weil die Kekse weichen auf und dann hast du wie so einen Kuchen. Und ich finde die Kombi sehr, sehr lecker, weil die Kekse sind schon sehr süß und der Joghurt ist lässt man einfach so ungesüßt. Und dann hat man das so beides danach so aufgeweicht und das ist einfach so schnell gemacht. Genau, also was jetzt noch dann zwischendurch steht jetzt noch an. Ich warte jetzt auf meine Mitarbeiterin, die kommt jetzt, hilft mir noch ein bisschen beim Filmen und so weiter. Muss halt noch ein bisschen Arbeit erledigen, ein bisschen noch, ja, ein paar Werbungen vorfilmen und so weiter. Ja, das steht heute an. Wollte ich noch irgendwas sagen? Nee, auf jeden Fall, ich kann euch empfehlen, in der Schwangerschaft geht schwimmen. Ich bin ja in einem reinen Frauenfitnessstudio mit Schwimmbad und deswegen, ja, kann ich da in Ruhe und gechillt schwimmen, vor allem dann so abends das gar nicht. Das ist dann sozusagen fast niemand da und man hat den ganzen Pool für sich alleine. Das ist richtig, richtig super. Morgen habe ich wieder Termin der Charité, deswegen habe ich heute wieder meinen Blutzucker gemessen. Ich sag's euch, es ist immer dieser Nüchternwert. Ne? Heute Morgen war es wieder 100. Was war das, 101 oder war das 110? Naja, auf jeden Fall hoch. Und dann habe ich meinen eben Kefir getrunken. Da ist ja auch Proteinpulver drin, ein bisschen Haferkleie ist drin, eine Dattel. Ne? Also das ist schon nahrhaft. Und dann Kefir mit den Blaubeeren und so, das habe ich getrunken und dann eine Stunde später gemessen und es war 99. Also es ist wirklich immer dieser komische Nüchternwert. Deswegen gut, mal gucken, was die morgen sagt. Ich muss jetzt auch noch mal gucken, ob mein Termin die Woche da drauf bestätigt wird, weil mein Arzt, mein Professor Henrich, der hat ja meine Sechslinge und den Magenmusser entbunden. Der war ja jetzt krank und hat mir den Termin verschoben, sodass ich die nächste Feindiagnostik wieder am 23. habe. Und das ist ja schon knapp. Da bin ich nämlich schon über der 34. Schwangerschaftswoche. Und deswegen meinte die Ärztin, dass sie eventuell mit mir schon morgen so ein paar Sachen bespricht, ne, wegen dieses jetzt. Planen wir Kaiserschnitt, was machen wir? Das muss ja dann jetzt schon eigentlich alles so eingeplant werden. Bisschen wieder viel steht an, deswegen ist auch ganz gut, dass ich jetzt so ein bisschen das mit den Vlogs runtergeschraubt habe, weil ich glaube, sonst würde ich komplett die Krise kriegen. Gerade jetzt die letzte Ramadan-Woche und so ist echt viel zu tun nochmal. Parallel kriegt ihr mal alles ja auch nicht so mit, was da parallel alles noch so läuft. Deswegen, ja, so viel dazu.
Fladenbrotform hinzukriegen. Ich hasse das immer so. Teigform ist ja nicht meine Welt. Kızım yavaş yavaş masanı hazırlayın da. Sind sie? Natürlich. Nein, Moment. Moment. Eine Deko auf. Wem ist das? Ist egal. Ja, da war ein bisschen weniger. Mein Teller. Das ist nicht empfehlenswert. Ich habe doch nicht gesagt, dass es empfehlenswert ist. Nochmal extra viel Farbe. Oh, das sieht aber ja nicht gut aus. Das muss man normalerweise direkt, macht man das in Gläsern aus den Gläserlöffeln. Ja, ästhetisch ist das nicht. Das sieht doch Ich fokussiere nochmal. so schön aus. Wow, wonderful. Japanese Cheesecake, ja, dieser virale Trend, einfach mit fettigem Joghurt und den Lotuskeksen. Ist sehr lecker, aber macht es besser immer so portionsweise in Gläsern, weil immer, wenn ich mir für mich eine Portion mache, mache ich auch direkt in so ein Glas rein und da wird es von da gelöffelt, weil so anrichten geht das Ganze nicht. Aber es schmeckt sehr lecker. Fladenbrot. Ich war wieder spät dran, also ich habe es zu spät im Ofen gemacht. Teig hatte ich rechtzeitig schon gemacht. Morgens
gegen 10:30 oder so. Aber ich war ein bisschen spät dran mit in den Ofen packen. Und Hikmet hat auch wieder, obwohl ich ihm gesagt habe, ich mache heute Pide, hatte trotzdem wieder Fladenbrot mitgebracht. Ich habe an der Rezeptur nochmal gefeilt und finde das so, wie ich das jetzt auch heute gemacht habe, wirklich perfekt. Und so werde ich das auch öfters machen. Ich werde euch nach Ramadan dann auf jeden Fall das nochmal so abfilmen. Ich habe jetzt auch nochmal die Teigmenge so angepasst, dass ich eben 2 so Fladenbrote habe. Und ja, ich denke, das reicht für das Video für heute. Habt ihr genug hoffentlich? Ich denke, wir sehen uns am Sonntag wieder. Erst, weil, ja, morgen bin ich in der Charité. Also es dahin zu fahren ist allein schon hin und zurück jeweils über eine Stunde und so weiter. Deswegen habe ich morgen wahrscheinlich auch kaum Zeit, überhaupt auch noch was zu kochen, bis ich wiederkomme. Termin so um 13 Uhr. Ich komme wahrscheinlich, ja, vor 16 Uhr bin ich bestimmt nicht zu Hause oder 4:30. Muss ich mal gucken. Sollen die Kids irgendwas vorbereiten? Und dann gucke ich mal, nehme ich euch wahrscheinlich so Donnerstag, Freitag mit oder so. Vielleicht noch Samstag. Gucken wir mal. Also, dass ihr Bescheid wisst. Dann am Sonntag gibt es dann wieder einen Ramadan-Vlog von, ja, mehreren Tagen. Also so ein bisschen so ein klassischer Vlog-Style dann. Ich hoffe, das ist okay für euch. Über einen Daumen nach oben. Freuen wir uns wie immer sehr, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lässt. Den Kanal auch abonniert. Ich habe gestern nämlich nochmal geguckt. Was ist denn das? 58%. Ja, das ist traurig. Also, Die wenn die ihr Videos guckt, gucken, 58% haben den Kanal nicht abonniert. Was soll denn das da? Tschüss, kannst du Tschüss sagen? Willst du nochmal wieder jemanden grüßen? ich grüße Isa und Harun. Bisschen lauter, ich habe das Mikro vergessen anzumachen. Ich grüße Isa und Harun. Und liebe Grüße von Adem an Said. Ja, und nochmal liebe Grüße an die 1021. Ciao. Also meine Lieben, bis zum nächsten Video.